Seid gegrüßt, ihr Helden. Am 8.11.2023 hat die 4. Intelligenzklasse ihren Weg ins Spiel gefunden. Und die Rede ist natürlich vom Nekromanten. Und genau um diesen Beschwörer geht es im heutigen Video. Falls euch solche Klassenprofile gefallen, lasst dem Video gerne mal ein Like da und drückt mal auf den Abo-Button und ich würde sagen, let's go! Der Nekromant besitzt einen Ausdauermultiplikator von mal 4 und kann somit eine gute Menge an Lebensenergie aufweisen. Nekromanten tragen leichte Rüstung in Kombination mit einer Kette, einem Ring und einem Talisman. Und um sich komplett auszurüsten, braucht man 9 Gegenstände mit jeweils einem Sockel für einen Edelstein. Der Edelstein eurer Waffe wird wie bei den meisten anderen Klassen auch mit 2 multipliziert. Des Weiteren kann jeder eurer Ausrüstungsgegenstände ab Level 90 beim Schmied verbessert werden und sobald ihr 1000 Runen im Arena Manager erspielt habt, auch eine Rune tragen. Gleiches gilt auch für die Verzauberung der Hexe, sofern ihr diese ab Level 66 freigeschaltet habt. Als Nekromant hat man wie schon gesagt eine gute Menge an Lebensenergie. Allerdings liegt die maximale Schadensreduktion nur bei 20%, was ihm am Ende schon anfällig für Schaden macht. Und nur zur Erklärung, die Prozentzahl der Schadensreduktion entsteht aus den Rüstungswerten eurer Gegenstände. Diese erhöhen eure Schadensreduktion im besten Fall bis zu dem jeweiligen Maximalwert einer Klasse. Im Allgemeinen kann man sagen, je höher eure Rüstung und somit auch eure Schadensreduktion ist, desto weniger Schaden erleidet ihr im Kampf. Bevor wir jetzt ausführlich über die Fähigkeiten des Nekromanten sprechen, schauen wir uns doch einmal an, mit welchem Waffentyp dieser kämpft. Und die Antwort ist relativ simpel, und zwar mit Magiewaffen. Wer hätte es gedacht? Diese Magiewaffen besitzen immer die doppelte Menge an Attributen wie eure anderen Ausrüstungsgegenstände. Dafür kosten sie euch 2 Zerlegungen beim Schmied. Und wie ich am Anfang des Videos gesagt habe, handelt es sich bei dem Nekromanten um einen Beschwörer, der verbotene Magie nutzt, um untote Kreaturen zu beschwören und sie so seinem Willen unterwirft. Nekromanten haben eine 50% Chance, einen von 3 untoten Schergen zu beschwören. Diese Schergen greifen die Gegner vor eurem eigenen Angriff an, heißt, sofern ein Scherge beschworen wurde, gehen von eurer Seite 2 Angriffe aus. Jetzt müssen wir aber noch klären, um welche Schergen es sich handelt und was diese überhaupt können. Das machen wir jetzt. Zum einen ist da das Skelett, welches nach der Beschwörung für 3 Runden im Kampf verweilt und mit plus 25% Schadensfaktor gegenüber eures regulären Schadenfaktors angreift. Sobald das Skelett seinen letzten Angriff ausgeführt hat, hat es eine Chance von 50%, sich für einen weiteren Angriff wiederzubeleben. Diese Wiederbelebung kann maximal 2-mal ausgelöst werden. Dann wäre da noch der Jagdhund, welcher für 2 Runden im Kampf bleibt und bekannt dafür ist, den größten Schaden auszuteilen. Das liegt vor allem daran, dass seine Angriffe plus 100% Schadensfaktor gegenüber eurem regulären Schadensfaktor haben und dazu noch seine Chance auf kritische Treffer um 10% erhöht ist. Das heißt, diese liegt dann bei maximal 60%. Das war allerdings noch nicht alles, denn dazu hat er noch plus 50% auf kritischen Schadensbonus und all diese Faktoren führen wortwörtlich dazu, dass euer Jagdhund den Gegner in Stücke reißt. Zu guter Letzt wäre dann noch der Golem, auch bekannt als ultimatives Fleischschild. Der Golem begleitet euch nach seiner Beschwörung für 4 Runden im Kampf und hat eine Chance von 25% gegnerische Angriffe abzuwehren, was den Nekromanten natürlich auch in der Defensive unterstützt. Welchen Schergen ihr beschwört, obliegt letztendlich dem Zufall. Allerdings habt ihr für jeden Einzelnen die gleiche Chance, und zwar 33,3%. Alle Beschwörungen funktionieren natürlich im Kampf mit allen Klassen, außer mit Magiern, denn diese ignorieren eure Fähigkeit. Und im Kampf gegen Dämonenjäger wird euer Schaden um 10% erhöht. Insgesamt haben Nekromanten eine maximale Chance für kritische Treffer von maximal 50%. Diese skaliert allerdings mit der Höhe eures Glücksattributes. Nekromanten verfügen über das Hauptattribut Intelligenz und auf dieses solltet ihr zusammen mit eurer Ausdauer den Fokus setzen. Euer Hauptattribut ist einer der wichtigsten Faktoren für euren Schaden und eure Ausdauer sorgt dafür, dass eure Lebensenergie steigt. Eure optimale Trankwahl beruht ebenfalls auf diesen beiden Attributen. Damit ihr mit eurer Klasse den größtmöglichen Erfolg erzielen könnt, trinkt ihr am besten einen Intelligenztrank, um euer Hauptattribut zu boosten, einen Ausdauertrank, um euren Ausdauerwert voranzutreiben und einen Trank des ewigen Lebens für eure Lebensenergie. Dieser boostet nämlich immer zusätzlich um 25%. Jetzt müssen wir aber noch über die Größe eurer Tränke sprechen und dazu muss man wissen, dass ihr zu Beginn eurer Reise im Zauberladen kleine Tränke finden könnt. Diese boosten euren jeweiligen Wert um 10%. Ab Level 15 gibt es dann 15% Tränke und habt ihr Level 32 erreicht, solltet ihr große Hauptattribut und Ausdauertränke
Zaubertränke trinken. Diese geben euch 25%. Bei eurer Skillung können Stärke und Geschick sekundär behandelt werden, da wir hier von sogenannten Nebenattributen sprechen. Diese helfen euch im Kampf gegen Klassen, die diese Attribute als Hauptattribut haben. Heißt, euer Stärkeattribut hilft euch zum Beispiel im Kampf gegen Krieger und euer Geschicksattribut zum Beispiel gegen Kundschafter. Ein weiteres Attribut, welches ihr nebensächlich behandeln solltet, ist euer Glückswert. Jetzt lasst uns doch mal wie in jedem anderen Klassenprofil ein Fazit ziehen. Dass Nekromanten eine 50%ige Chance haben, einen von 3 Schergen zu beschwören, ist ihr Fluch und ihr Segen zugleich. Ihr werdet Kämpfe bestreiten, wo immer ein Scherge beschworen wird und am besten noch der Jagdhund, und da macht ihr sowohl im PvP als auch im PvE-Bereich mit eurem Gegner kurzen Prozess. Allerdings wird es genauso gut Kämpfe geben, wo ihr Pech habt und ein wenig bis keinen Schergen beschwört und dann werdet ihr von eurer Gegenseite verhauen. Und gerade für die 10 täglichen Arena-Kämpfe können diese Schwankungen sehr lästig sein, weil man mal gute Tage und mal schlechte Tage hat. Was man aber wissen muss, ist, dass der Nekromant in Dungeons ein absolutes Monster ist. Eben weil es Kämpfe geben wird, wo man sehr oft hintereinander den für die Situation richtigen Schergen beschwört und man so über Gegner siegen kann, die weit über der Kampfkraft liegen. Man kann also abschließend sagen, dass Stand jetzt der Nekromant die beste PvE-Klasse mit dem Hauptattribut Intelligenz ist. Und all in all steht er natürlich sehr gut da. So Leute, das war's mit dem Klassenprofil zum Nekromanten. Falls euch solche Videos gefallen, dann lasst wie immer mal ein Like da und drückt auf den Abo-Button und guckt euch auch gerne mal die Playlist zu den ganzen anderen Klassenprofilen an. Die könnt ihr wie immer in der Beschreibung finden. Und ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder hier auf diesem Kanal bei einem neuen Video. Macht es gut. Ciao, ciao.